Mein Name ist Roland Weiß. Ich bin Diakon der Petrusbruderschaft und werde dieses Jahr zum Priester geweiht im Sommer. Wir haben gestern zusammen ein levitiertes Amt gefeiert, in dem ich als Subdiakon tätig war. Und ich möchte gerne kurz etwas sagen zum Subdiakon in der Liturgie. Es wurde auch schon ausgedrückt durch die Gewänder, die die drei Leviten, also der Zelebrant, der Priester, der Diakon, der immer rechts neben dem Priester zur Seite steht, und dann auf dem Gewand des Subdiakons deutlich, dass die verschiedenen Leviten, der Diakon, der Subdiakon, die beiden Testamente repräsentieren. Der Diakon hat auf dem Gewand die Evangelisten, die vier Lukas, Matthäus, Markus und Johannes. Der Subdiakon hat auf dem Gewand die Propheten des Alten Testaments. Und deswegen auch der Diakon singt das Evangelium und der Subdiakon singt die Epistel, die auch oftmals eben aus dem Alten Testament entnommen ist. Und besonders markant für den Subdiakon ist die Situation, wenn er steht vor dem Altar und sich mit dem Velum das Gesicht und die Augen verhüllt und gar nicht schaut und gar nicht sieht, was da passiert am Altar. Er beobachtet es gar nicht, sondern er verbirgt tatsächlich sein Gesicht angesichts der Heiligkeit Gottes und dem Geheimnis und der Größe, was da jetzt gerade vor sich geht, dass Gott sich den Menschen in die Hände gibt und auf dem Altar gegenwärtig wird. Und ja, es ist ein besonderer Moment in der Liturgie, als Subdiakon dort auch zu stehen. Und man hat auch Zeit, dann darüber nachzudenken, wie besonders die Rolle des Subdiakons ist und wie groß das ist, was da jetzt passiert, was man in dem Moment sich nur vorstellen kann, aber nicht sieht. Und ja, es gibt da auch verschiedene Erklärungen. Wie kam es dazu, dass jetzt der Subdiakon sich hier das Gesicht verhüllt und gar nicht anschaut, gar nicht mit sieht, was dort vor sich geht? Und zwar einmal mehr eine spirituelle Erklärung, dass dadurch, dass der Subdiakon eben das Alte Testament repräsentiert, auch hier in dem Moment das Gesicht verhüllt ist, die Synagoge, die nicht erkennt, das Heil und die Erlösung. Andererseits auch eher die historische Erklärung, wie es kam zu dieser Situation, und zwar, dass der Papst in Rom die Messe gefeiert hat und dann nach seiner Messe immer das Allerheiligste, ein Stück, ein Partikelchen der Eucharistie, der Heiligen Kommunion, entsandt hat in die verschiedenen Gemeinden, in die verschiedenen Kirchen, und eben gerade der Subdiakon dann mit einem Ziborium verborgen dieses Allerheiligste in die Gemeinden gebracht hat und dort dann der Zelebrant ein Stückchen, ein Partikelchen in den Kelch dazugegeben hat. Und man sieht es ja bis heute in der Messe, dass der Priester ein Stückchen der Hostie in den Kelch gibt und dass eben das genau das war, was der Subdiakon gebracht hat aus der päpstlichen Messe.